So, dann schauen wir doch mal gleich, ob wir hier schon wieder was fertig machen können. Das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, wir können den Hochofen, den Elektroofen sogar jetzt fertigstellen. Jawohl, elektrischer Ofen, da haben wir ihn. Und da wird sich Amirah freuen. Oh, nee, ich muss ihn aufbauen. Ah, ich sehe schon. Ich muss nicht beim Mirror abgeben, ich muss ihn aufbauen für sie. Und den alten Ofen hat sie schon weggeräumt, alles klar. Amazing! This is it! Fantastic work! I knew you could do it. It seems your job is done. But you don't have to be so quick out the door. That is, if you wanted to stay for a while, you certainly could. Na, warum nicht? Really? I'm afraid I'm not usually much for entertaining guests. I suppose I'll have to try my best for you. Why don't we try out this new kiln you've built? I'm sure I could use a bit of assistance. Okay. If I'm being absolute honest, I'm a bit afraid to turn it on. What if that masked man is right? What if I can't make the ceramics like he's encountered on his travels? I hope you're right. Though, I'll admit, the whole encounter left me rather uncomfortable. I wanted to set a good example for Arvio. I wanted to show him that we shouldn't let ourselves be put down by haughty businessmen. He has a history of letting himself be pushed around, you know. It is very difficult, though, defending one's art in the face of such a connoisseur. Do you think so? I was actually quite terrified. In fact, in the moment, I think it was your advice that came to mind. That mysterious man was being a creep, as you say. A bit cowardly to say such things to my face from behind a mask, isn't it? Oh, okay. Das ist also der damals den Rat, ne, den wir ihr gegeben haben, ne? In any case, I need to stop feeling sorry for myself. Both you and Arvio believed in me enough to get us this far. So, I simply try my best. There is no more room for doubts. Nope. Let's begin. Dann schmeiß das gute Stück mal an. You need to keep your hands steady. Try not to shake. Control your breathing. Okay, das ist süß. From a distance, I can't tell who worked on which. You've got quite a knack for these kinds of things. Once the glaze is finished, I'll send one of them to you. Cool. Thanks for spending time with me. It was nice chatting and working on this project together. Perhaps it could be said that we make a good team? Klar. I'll see you soon. Goodbye for now. Okay. Dann hätten wir das. Es ist schön zu sehen, dass unsere Quest sich langsam aber sicher auflöst. Beziehungsweise unsere Questliste sich langsam auflöst. Bin gespannt, ob ich das hier herstellen kann. Dünner Faden auf jeden Fall. Gegerbtes Leder. Ah, hier. Krieg ich von Monstern.
Leder kriege ich von... Okay, wir probieren mal ein paar Monster niederzuwalzen. Genug Energie haben wir dafür noch. Okay, nachdem ich etwas unterbrochen wurde, geht es jetzt weiter. Ich habe jetzt gerade gesehen, hier kriegt man grobes Leder raus. Oh, nee, beschädigtes Tierfell. Wo kriege ich denn Leder her? Wo kriege ich denn Leder her? Ich brauche ja grobes Leder. Muss ich dafür ein paar neue Monster finden? Ich glaube, keins der Tiere hier kann mir Leder geben. Okay, ich komme hier nicht rüber. Oh, ich sollte mal so langsam schlafen gehen, weil jetzt wird langsam Nacht. Jagdmäherin, okay, okay. Avio. Amirah won't let me ride in the running of the yak mount. She thinks take her easy. Uff. Von Mint. Hallo Max. G hat mich gebeten, dir diese Anleitung für dir einen magneto-induktiven Inspektor zu schicken, damit ich tun kann, wofür ich hergeschickt wurde. Irgendwie peinlich, so ein wichtiges Werkzeug zu vergessen, aber zum Glück habe ich Freunde wie dich und G, die mir aushelfen. Ups, G sagte mir gerade, dass ich nicht so viel Zeit beim Briefe schreiben verschwenden soll. Bring mir den Inspektor, wenn du damit fertig bist. Okay, tschüss. Alles klar. Amirah, hallo Max. Die Arbeit, die wir gestern gemacht haben, ist frisch aus dem Ofen. Für einen ersten Versuch kann man sagen, dass die Stücke ganz gut geworden sind. Aber es gibt noch viel Raum für mich, um zu lernen und besser zu werden. Ich bin jedoch sehr zufrieden mit meinem neuen Ofen, den ich dir zu verdanken habe. Ich habe ein Stück angehängt, das wir zusammen gemacht haben. Ich hoffe, es gefällt dir. Cool. Wunderschön bemalte Töpferware. Ich lese jetzt mal keine Zeitschrift. Dann sammeln wir das Tau hier ein. Gut, dann können wir mysteriösen Wohltäter erstmal nicht machen. Wir behalten mal den Blumen- und Teilzeitauftrag im Auge. Und die haben ja hier drüben ein neues Sidequest, beziehungsweise ein neues Side-Event. Gehen wir doch mal dahin. Ernest. Not bad. These sketches, the minutiae of detail. I mean, hey, what's up?
Ernest ist was in der Hand. Kleidungsstücke. Und das sieht aus wie für Amirah? This? It's not what you think, really. Oh, I'm not! No, really. This is actually not what it looks like. Actually, you have to let me explain. Truly, think of how many conflicts and stories could have been avoided altogether if the protagonist simply stuck around and listened when someone says, "Let me explain." So, this is just a drawing of a model meant to show off some clothing ideas. Yes, it's Amirah. No, I didn't draw them. And yes, she wanted to be involved. I'm a stand-up guy. You know that? And so is Pablo. Uh-oh. Wie könntest du das verdächtig gestalten? Ironically, I seem to have been hoisted by my own petard. But I do so only to protect a young man's dreams. All right, fine. I'll come clean. Pablo asked me not to tell anyone, but no point in hiding it now. He drew up these wonderful designs for clothing, and then buried his sketchbook in the sand. He says his dream is to be a fashion designer. And I don't really have a plan yet, but I just had to dig them up. Please tell me you just wanted to recreate your childhood sandbox experience and you're not seriously digging up my... Oops. Ah, you are here as well, I see. Ah, so you don't know anything? How splendid to have run into you. But if you wouldn't mind, I need a word with our friend here. So rude of me, I know. Next haircut half off for you as an apology. They know. Drat. I wonder if the darling Vivi would find it too macabre to sew a zipper to your mouth. Yikes. Look, it was an accident. And you were just on the way to somewhere else, weren't you? Seems a bit off the beaten path to me. What luck? Yes, let's talk about luck, shall we? You like spilling secrets. Why don't you try your luck as a 2-bit paparazzi for some trashy Ataran rag? By the way, I read your article in Kids today, and it was pure real. Yes, apologies. I do have a tendency to lash out. Thanks for your concern, but this is just kind of how we talk to each other. The way Pablo just rolls these snappy insults off the cuff, it's so impressive. I don't even take offense. I mean, if I could learn to write stuff like that for my characters, I think my next book could really make waves. Beware, for when waves are made, the friendship may soon capsize. See? It's stuff like that that makes me want to endure pretty much any amount of scathing critique. Forgive me, Ernest. My impulses have gotten the better of me. But make no mistake, my decision to bury these drawings was not one of whim, but of careful consideration. Back at his studio, he seemed absolutely adamant. But it seems he's already letting his guard a bit. I think me being here is probably not helping. Why don't you try talking to him? Well, I hate to cut our little run-in short, but I'm not feeling so well. How long can you leave yak milk out? Looks to be less than 24 hours. Oh, hey! I guess if Pablo doesn't want his sketches, you can have them. Hip! Yes, I'm feeling a bit ill as well. From your sickening performance, Ernest. Indeed. Claims to have an upset stomach. Runs off like it's the 100-meter dash. At least limp a little, Ernest. I suppose he just whispered something infantile into your ear. Don't let Pablo give up on his dreams. I'm a little baby. Last part was Adler. He is young, naive, blind to the ways of the world, and he has everything given to him on a glitzy silver spoon. You think I would just give up on my dreams at the drop of a hat? No, only after being dragged through the dirt. Look around you. This town is a wasteland, covered in trash and dust. This town is drying up, and with it, the last ounce of culture these people have ever known. A few of them don't even bathe properly, and that's one thing I don't need to gossip about. No, you'll know who they are. You can smell them. When life is on the line,
When every day is a struggle, when each and every one of these yokels is wondering where their next meal is going to come from, there is no space for art, no place for beauty, no time for dreams. Thank you. Each time I hear such words, it gives my heart hope. And yet, with only a second thought, these hopes are again dashed to bits. Let me pose you a question. The drawings you saw just now, would you pay for such attire? Really? Huh. Well, you're not just being contrarian, are you? Heidi, Amirah, Ernest, these are my admirers. Yes, it would be my honor to enhance their outfits. I could decorate them from their braided heads to their stilettos. Alas. Well, if you really like it, I suppose that means I have supporters from Atara, Sandrock, Barnarock, and now Highwind? I do wish the lovely Amirah could have been from somewhere other than Barnarock, but nevertheless, it could be said that I have quite the national appeal, no? All right, darling, perhaps you've made something of a point. If, and this is a big if Sandrock were to become a more popular travel destination, mayhaps there truly may be a chance. A brand, a penthouse studio, a fashion show. Thank you. I await the day I can rally the call. Our discussion has been most enlightening. Let us speak more of this at a later date. Goodbye. Okay. Hat er einfach mal diese Träume ausgegraben. Okay, wir haben dadurch Freundschaftspunkte erreicht. Und es ist 8 Uhr. Oh, Mercat ist auch hier. Oh. Die haben das Aussehen von Mercat geändert, kann das sein? So ein bisschen. Bitte schön. Was zu essen. Okay, ich könnte mich jetzt fürs Jagdmehlrennen eintragen, aber irgendwie will ich nicht. Obwohl, komm, wir gehen einfach mal hin. Mal gucken. Vielleicht können wir ja was gewinnen. Okay, man kann sich noch nicht eintragen. Und ist das nicht das Ding, das wir gebaut haben beim letzten Mal? Ich lasse die mal machen. Ich warte ab, bis da steht, Jagdmehlrennen ist soweit. Auf jeden Fall haben wir jetzt Sonntag und ich weiß ganz genau, dass es sonntags eine große Maschine zum Bauen gibt. Nur nicht heute. Es gibt die Schalltafeln. Na schön. Und wir machen mal die Hadalstöcke. Das ist natürlich noch das hier. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Da ist es. Das da. Und das da. Oh, ups. Das da. Und das da. Mhm. Da. Okay. Hier. Und
hier und da. Okay. Dann war das. Oh, was kann man hier so kaufen? Nichts, was ich nicht schon hätte. Ich kann auf jeden Fall jede Menge Bullshit verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Jetzt wird aber erstmal gucken, was ich davon noch brauche. Beziehung, nein, Mission, nein, Karte, Inventar, Charakter. Da fällt mir gerade ein, wo ist mein Halstuch? Der handgemachte Schal. Nehmen wir auf jeden Fall. Ah, das tauschen wir gegen das Regenbogenmedaillon. Dann machen wir das auch so. Und dann ziehen wir mal hier an mal ein bisschen Geld ab. Das Unterstützer-T-Shirt kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das da müsste ich eigentlich behalten und aufwerten. Aber es kann weg. 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 Sortieren. Berggroßen Sachen habe ich hier noch drin. Wüstenfotografie. Das kann weg. Das brauche ich für eine Quest. Na, das brauche ich auch eigentlich. Ne, mehr kriegst du nicht. Ich mach dich noch pleite.